Ja, hallo liebe Leute, hier eine kurze Erweiterung zum Robbe Geier. Und zwar die Kufe möchte ich hier konstruieren. Ich habe hier die beiden Rumpfteile, einmal vorne, einmal hinten. Da haben wir noch hinten, die können wir ruhig anmachen. Man sieht, die Kufe geht also noch ein Stückchen weiter, auch so, dass wir die aufteilen müssen und dann auch mit der hinteren und der vorderen Hälfte verbinden müssen. So, wie mache ich das? Also erstmal die Tragflächen können wir erstmal ausblenden, die brauchen wir im Moment nicht mehr. Das können wir so lassen. Und dann, das kann ich auch ruhig erstmal lassen. Und dann machen wir einen neuen, wir sind im Part Design Modus, also einen neuen Körper. Und zwar der Körper, da kommt eine neue Zeichnung, aber ich mache erstmal hier, kriegt einen Namen, Kufe heißt das Ganze. Und dann kriegt eine neue Zeichnung. Und zwar auf der XZ-Ebene, das ist die hier. Und da haben wir die. Und dann stelle ich das hier um mit diesem Icon hier, Abschnitt anzeigen. Dann sehe ich halt in den Rumpf rein und kann die Kufe hier wirklich so konstruieren im Inneren, dass die hier genau auf dieser Kante läuft. Und das Äußere, da fangen wir vorne erstmal an mit einer kleinen Strecke. Würde man sagen, von da nach da. Und von da machen wir ein Spline. Und das fahren wir jetzt entlang dieser schlecht sichtbaren Linie hier. So, dann können wir das hier hochfahren. Da geht das dann da rein. So, da enden wir erst einmal. Das hier, das kann ich mir ein bisschen anders vorstellen. Das kann man jetzt noch nacharbeiten. Das kann ruhig ein bisschen so aussehen. Okay, und jetzt machen wir das hier. Das muss nicht so sein, sondern das möchte ich so haben. Und dann können wir da wieder ins Spline starten hier. Und das fahren wir jetzt hier wirklich innen in diesem Rumpf entlang, damit, wenn das verbunden wird, dass es innen nicht raussteht, aber beim Druck mit verbunden wird. So. Ach, das spielt keine Rolle, wenn die zu dicht zusammen sind. Ist sowieso alles intern. Es geht halt nur darum, dass wir was haben, was ähnlich ist der originalen Kufe. So, da haben wir die Trennung. So, so. Den fahren wir da dran. Rechte Maustaste. Jetzt haben wir die Kufe schon definiert. So, das heißt, wir schließen das Ganze und machen eine Aufpolsterung mit dieser Funktion. Das wird einmal symmetrisch und dann schaut man sich das am besten mal, bevor ich das jetzt mache, schalte ich mal hier wieder Rumpf oben an. Gucken, ob man das da sieht, wie groß, wie breit denn diese Kufe überhaupt wird. Na, ist nicht so recht erkennbar in dieser Zeichnung. Da müssen wir das wirklich a gusto machen. Das heißt, die Zeichnung brauche ich jetzt im Moment auch nicht mehr. So, dann kann man sich die Kufe aber vorher noch mal kurz anschauen. Gucken, ob hier nicht irgendwo
ein Knick ist. Das können wir hier ein bisschen schon mal so fahren. Gucken wir uns das mal gerade so an. Von der Seite. Das möchte ich hier auch durch den Spline ersetzen. Das heißt, ich lösche den raus und dann machen wir wieder einen Spline rein. Da. Jo, so gefällt mir das besser. So, dann jetzt kommt das mit dem Agusto. Das heißt, Aufpolsterung symmetrisch und 10 mm ist viel zu breit. Kann man sich hier so angucken. Da machen wir mal 6 mm. Das ist immer noch nicht ganz schmal. Müssen wir gleich mal schauen, was wir jetzt noch durch eine Rundung erreichen können. So, Runden tun wir das hier entlang dieser. Machen wir erstmal ein OK und dann können wir es runden. Und dann kann man hier nach oben fahren. A2 geht nicht. 1,5. Schon fettes Teil, aber wird wahrscheinlich so notwendig sein. Okay, lassen wir das so. Jetzt werde ich, bevor ich das hier mit den Rumpfhälften verbinde, werde ich die Rippe noch zerteilen, die Kufe. Das heißt, wir machen aus der Kufe so ein 3D-Objekt hier. Dann schaue ich mal, wo ich die Rümpfe zerhackt habe. Wo war das denn? Das war es nicht. Das muss viel. Hier ist die Gordon. So, da muss das irgendwo sein. Haben wir die Schnitte da rein gemacht. Habe ich die durch Cut erzeugt? Nee, das muss ein... Body. Da haben wir den ganzen Rumpf. Okay. Da habe ich die Spanten erzeugt. Und hier, dann gucken wir uns das mal an. Das ist der Kabinenspant. Haubenspant. So, das ist der Haubenspant. Das ist die Fusion aus denen. Das ist die Spantkonstruktion. So, gucken wir uns den mal an. Der wird es wahrscheinlich sein. Ja. Das ist die Ebene, mit der wir... So, davon machen wir eine Kopie. Müsste jetzt eigentlich hier unten sein. Da haben wir die Kopie der Ebene und damit schneide ich jetzt die Kufe. So, das heißt, die beiden dann in den Part-Modus hier von Bullshit-Fragmente auf Auseinanderschneiden wechseln. Und dann habe ich hier wieder diesen Exploded Slice und da haben wir einmal den, mehr nicht und die beiden brauche ich auch. Das heißt, einmal davon eine Kopie, einmal davon eine Kopie. So, das ist Kufe vorn und das ist Kufe hinten. So, dann haben wir hier den Rumpf hinten, den verbinde ich hiermit einfach mit dieser Funktion.
Und dann haben wir den Rumpf vorne, das ist der. Den verbinde ich einfach mit der Kufe. Das hat er jetzt, glaube ich, aber nicht gemacht. Ne, ich habe nur eine Kopie von Kufe vorn gemalt. Ich habe das falsche benutzt. So, Kufe vorn. Machen wir nochmal. So, da ist der Rumpf vorne. Den habe ich mir hier runtergeholt. Okay, ihr beiden, ihr müsst vereinigt werden. Ich habe völlig die falsche Funktion gewählt. Okay, dann habe ich hier die beiden Fusionen. Einmal den. Das wird jetzt der neue Rumpf vorn. Und das hier, auch davon eine Kopie. Das ist der Rumpf hinten. Hä? Wieder irgendwas müllig gemacht. Machen wir das lieber nochmal neu. So, das ist Rumpf hinten. Davon eine Kopie. Und das hier eine Kopie. Das ist Rumpf vorn. So, damit habe ich jetzt neue Rumpfschalen generiert. Die kann ich jetzt so drucken lassen, wobei ich mir hier mit der Befestigung hinten noch nicht ganz so sicher bin, ob da nicht noch mehr reinkommt. Also drucken tue ich das jetzt noch nicht. So, wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und ein Daumen nach oben wird natürlich auch immer gern gesehen. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!